Kaufnebenkosten. Welche Kosten kommen zusätzlich zum Kaufpreis noch auf dich zu, wenn du eine Immobilie in Spanien kaufst? Darum geht es hier in dem Video. Es gibt Kosten, die für alle gleich sind. Dazu gehören Notar, Grundbuch und die Grunderwerbsteuer. Gegebenenfalls kommen noch Kosten für eine Restaurier dazu und eventuell auch Makler. Ich gehe mal im Einzelnen auf die einzelnen Punkte drauf ein. Notarkosten ist klar, wenn du eine Spanien-Immobilie kaufst, solltest du dringend zum Notar gehen und dir auch notariell beurkunden lassen, den Kauf. Und damit es später eben auch ins Grundbuch eingetragen werden kann. Und dazu fallen natürlich Kosten an. Die Notare müssen sich an eine Gebührenordnung halten. Trotzdem gibt es ab und zu preisliche Unterschiede je nach Notar. Ist immer abhängig von verschiedenen Faktoren. Deswegen empfehle ich meistens immer, wenn man dass man vorher sich verschiedene Kosten oder verschiedene Angebote holt von verschiedenen Notaren, um einfach vergleichen zu können. Und dann kann man sich letztendlich für einen entschieden, der von den Kosten auch am besten passt. Dann kommt hinzu noch natürlich die Grundbucheintragung. Das heißt, der Grundbuchbeamte will natürlich auch Geld dafür, dass er die Urkunde einträgt. So im Grob kann man sagen, Notar- und Grundbuchgebühren machen ungefähr zwischen 1,5 bis 2%, sagt man in der Regel aus, von den Kosten, also auf den Kaufpreis berechnet. Ich schicke dir unten oder hänge dir unten noch einen Link, füge ich noch ein, wo du selber mal eine erste Simulation von den möglicherweise anfallenden Kosten machen kannst. Dann Thema Grunderwerbsteuer. Da muss man unterscheiden, wenn man sich einen Neubau kauft, fällt keine Grunderwerbsteuer an, sondern die IVA, also die Umsatzsteuer. Und bei einer Bestandsimmobilie ist es die Grunderwerbsteuer, ITB abgekürzt. Höhe dieser Grunderwerbsteuer ist abhängig davon, in welcher autonomen Region du kaufst. So in ganz Spanien verteilt gibt es so eine Spanne zwischen 4 bis 10%. Katalonien zum Beispiel, wenn es 10%. Wie gesagt, je nachdem abhängig, in welcher Region du kaufst, ist es eben 4%, 6%, 7% oder eben auch 10%. Beim Kaufpreis höher als 1 Million waren es, glaube ich, 11%. Aber wie gesagt, in jeder autonomen Region gibt es jeweilige Regelungen, die man dann nochmal genau sich anschauen sollte. Sollte letztendlich eine Neubauimmobilie sein, die du kaufst, fällt wie gesagt die IVA an, also die Mehrwertsteuer. Das sind 10% und da kommt nochmal so eine sogenannte Stempelsteuer dazu, AJD abgekürzt, und die ist auch je nach Region bei 1,5% liegt die. Zum Thema Grunderwerbsteuer noch ein ganz wichtiger Hinweis auf eine Gesetzesänderung, die es gerade Ende des Jahres gab, also Dezember 2021 gab es diese Gesetzesänderung, sodass ab Januar 2022, wenn du dann kaufst, fällt eine andere Regelung an, was die Berechnung der Grunderwerbsteuer anbelangt. Vorher war es so, dass angenommen ist, du kaufst in Katalonien, die 10% Grunderwerbsteuer ist auf den Kaufpreis letztendlich bemessen worden. Oder als Bemessungsgrundlage wurde der Kaufpreis zugrunde gelegt. Jetzt seit der neuen Gesetzesänderung ist es so, dass du als Bemessungsgrundlage den sogenannten Valor de Referencia Catastral nehmen musst. Das ist ein Referenzwert des Katasterwertes. Das kann dir der Verkäufer geben, diesen Betrag. Und anhand dieses, wie so eine Art, ich würde mal sagen, wie so eine Art Bodenrichtwert der Gemeinde, die dann sagt, die Immobilie, die du kaufst, hat laut dem Richtwert der Gemeinde, diesem Valor de Referencia, einen Betrag X. Und über diesen Betrag wird diese 10% der Grunderwerbsteuer berechnet. Aber sollte dieser Bodenrichtwert, sage ich es jetzt mal, nenne ich es jetzt mal, sollte dieser geringer sein als der Kaufpreis, den du bezahlst, dann sagt die Gemeinde, nee, du sollst die 10% auf den Kaufpreis bezahlen. Also die Gemeinde gewinnt immer. Auf den höheren beider Beträge wird diese Steuer dann berechnet, sodass du letztendlich selber ausrechnen kannst, wie hoch die Grunderwerbsteuer in deinem konkreten Fall sein wird. Dann kann gegebenenfalls noch Kosten für eine Restaurier anfallen. Diese Restaurier sind ja ganz bekannt und beliebt in Spanien, ich nenne es jetzt mal Abwicklung-Büro, die kümmern sich eigentlich um alles, um Steuern, um Steuererklärungen, um Ummeldungen etc. Also so
ein Potpourri an Service, an Dienstleistungen, die anbieten. Und die sind natürlich zum Beispiel sinnvoll, um dann später die Eintragung im Grundbuch zu veranlassen von dem Kauf, die Grunderwerbsteuer zu bezahlen, weil der Notar wickelt es eigentlich selbst nicht ab, außer du beauftragst ihn, denn die haben auch ihre eigenen Restaudiers, mit denen sie zusammenarbeiten. Und das mache ich in der Regel eigentlich auch immer, dann letztendlich auch gleichzeitig den Notar, die Restaurier des Notars zu beauftragen, bitte alle Dinge zu erledigen, die mit dem Kauf, nach dem Kauf anfallen, wie Bezahlung Grunderwerbsteuer, Eintragung im Grundbuch. Und manchmal zahlt man als Käufer auch nur den Makler. Das ist, in der Regel ist es so, dass der Verkäufer den Makler bezahlt, aber manchmal können ja auch noch individuelle Abreden getroffen werden, wo man sich als Käufer verpflichtet, den Makler noch zu bezahlen. Sollte dieser Fall sein, wäre das natürlich auch nochmal zusätzliche Kosten, die du als Kaufnebenkosten berücksichtigen müsstest. Das waren so die Kaufnebenkosten, die anfallen. Und mir bleibt nur noch, dich wieder einzuladen in meine Facebook-Gruppe, wo wir auch nochmal diese Dinge besprechen und auch nochmal auf konkrete Fälle anwenden und wo du auch nochmal individuelle Fragen stellen kannst. Ich freue mich auf dich.